Este programa es presentado por Inverfin. Hallo Freund, schön, dass ihr von der Woche dabei seid. Das ist hier eine frische Runde zum Teré und Mate bei RCC. Und von der Woche haben wir uns mal auf ein frisches Zeugnis eingeladen von das andere Ende von dieser Welt. Wahrscheinlich eine von unseren letzten virtuellen Runden hier, wie ich gucke, wenn ich sage, dass wir uns im Moment kurz mal waren, ich kann am Studio-Tipp saßen und einen schönen Teré-Tipp trinken. Bestimmt hast du den Teré auch abgestellt und dem richtig ruhig gemerkt, weil das wird hier von der war spannend zu gehen. Du war den anderes wie von der mal Frau. Seine, was da alles erlebt hat, als anderes willkommen hier in das Programm Tumm Teré und Mate. Ja, danke schön, Jerry. Danke für die Einladung. Ja, ich sehe, es ist Jerry als ich sehe anderes wie nu aktuell wohne ich in Kanada für 13 Jahre. Ich sehe ein Paratol abgewaschen, im Chaco, wo man die Menschen Sassia nennt. Das freut mich immer, durch ein Treten fahren und durch zu sein. Und das ist für mich ein großer Privilege, mit Jerry zu sein. Sag mal, Andres, stimmt das, dass Sassia Hoa in ihrer Fight haben? Bei mir sind die mittlerweile aufgeschiert, wenn ich viel Boff ohne gleich. Aber das kommt sehr handy an vom Winter besonders. Hier, wo es so kalt ist. Da kann ich mich feststellen. Das wird ein bisschen besser von den Sassia, was die sind gratis wie hier alle. Aber ich möchte hier noch ein bisschen Spaß haben. Und Andres, bist du befriedigt? Hast du Familie? Vertell uns bitte darüber. Ja, ich bin befriedigt mit Cordelia Horda. Wir befrieden uns am Utgangsjahr im Jahr 2000. Ah, okay. Und dass wir am 30. Dezember, wir wollen unbedingt nach dort Jahr uns befrieden, wie nehmen wir von der letzten Jahr am Jahr. Und nu, wir haben 3 Kinder, als der junge Joe, ist 14. Unsere nächste Tochter Maya, sie ist, Montag wird sie 11. Und dann haben wir noch eine kleine Mädchen, sie ist 4. Aha, okay, eine schöne Familie. Und was hast du für Arbeit? Meine Arbeit ist, hier vor, mein Bruder hat eine Company, eine Construction Company, was hier vorgeht, aber nie hier, mainly. Das was ich mich beschäftigt, hat er nicht all für die ganze Zeit getan, was ich hier wohne. Aha. Und hier in Paraguay, das ist fertig, aber andere Arbeit, ja, was wir da? Meine Arbeit tue ich arbeite an einer kooperativen Church, eine Informatikaufteilung. Meine Arbeit wir mehr mit alles, was Kommunikation mit Computers und alles, was Funktionalität von den Computers ist, sozusagen Hardware. Okay. Wir stehen auch noch einmal in gescheiter Mensch, das heißt, die von der Schlacht haben, oder waren manche, die noch aus dem Betten wahrscheinlich haben? Das ist ja immer gut, wenn man sich kann und wenn man alle was verbessern. Und so kriegt sich das in meinem Leben auch. Ich bin nicht immer der Mensch, wo ich von der sehe. Du, ich von der Maya war hier, ich war uns von der anderes Mal mit Forschen, was in Zeugnis und Sachen, was ich mit Gott erlebt habe. Ja, verschiedenste, was er uns von der vertellen macht. Und du siehst ja gespannt, wer seine Worte, als ich alles was gerne vertelle. Wir haben ja alle verschiedenste Sachen, die ich mit Gott erlebe. Und als bestimmte Länder war das eine letzte Zeit, habe ich zum Terén Mate recht mal ein Zeugnis gehabt. Und als ich darum kann ich das mal ein bisschen verdeelt holen, was Menschen mit Gott erleben, denn ich glaube, das steuert uns zu sein, was andere Menschen mit Gott erleben, denn. En dat spornt ons ook aan, dat met te delen wat we met elkaar erleben. We Gott spornt ons aan dat we zullen dat wat we empfangen, dat wat we erleben, dat we dat ook zullen weitergeben. En so dat is wat we van jou hier mochten doen, ook waar. En anders van jou dat ze alleen het geven. En ze blijft erbij. We gaan nog even voor een korte pauze hier. Voordat ze waren 3 hier Tumm Teré maken, maar het tijd is van Andres wie van jou.
TIT tiene más de 14 años de experiencia en la construcción de tinglados y techos de alta calidad y complejidad. Si piensa en construir un tinglado o necesita un techo para su casa, TIT es la mejor opción porque TIT brinda el servicio y trabajo de calidad que necesitan tus inversiones. Además ofrece paneles termoacústicos para el techo y pared. Contáctenos al 0981 20 22 21. TIT en Loma Plata. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Jo, hier zijn we wat tijd Tumm Teré en Mate, van der waar we ons mal de Zeugnis van Andres Wieb hier van Steinbach, mijn Toba. En Andres, die wat ons ganz bestimmt allerhand interessante te vertellen hebben in de Zwischenzeit. Wel, je kan einfach, wo stehst du? Wo bist du in deiner Beziehung mit Gott? Was hast du mit Gott erlebt? Das ist wichtig, dass wir dort mitteilen mit anderen. Also Andres, vertel uns mal erstmal, wie du endlich auf den Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Was hast du dazu geführt? Ja, erstens mal moet ik zeggen, ik ben dankbaar voor de gelegenheid wat ik had tussen een christelijk heim op te wassen. Zoals te zeggen, we waren allemaal in een familie opgewassen, waar we de zondagschool gehad, zoals in manche van jullie ook. En dat we onze traditionen en dat is wat we geloofden en wat we leefden. En zo was we op en als ik dan later niet meer unbedingt thuis woon, val ik dat ganz dala van geloven en van de traditie af. Ja. Ik begreep me mal op de evangelisatie de eerste mal werd ik met Walter Nieveld en Loma Plata bij hem MSV. Geef mijn leven naar Jezus en zei, ik wil nu weer met die type wonen. Ja. Maar dat, wens ik kan had, werkelijk met wem ik dat kan delen, met wem ik kan door metarbeiden, verschwingt dat sehr schwer. En dat weer niet meer praktisch voor mij. En dem zijn, ja, ik wist al die biblische geschichten, ik wist alles wat man weten zal van de Bibel, wens ik dan zinnig geleerd had en ook een kort gehoord had, maar werkelijk en Christ würde ich mir sagen, wie ich zu der Zeit nicht. So ist ein Christ von der schon nach seine da. Was mir... De evangelisation, wie dat mal in 2000 als Walter hier naar Plata weer? Nee, dat weer ja. Dat weer een, ik wil maar zeggen, een lot 90 jaar, dat kan 96, 95, 96, vielleicht was het, vielleicht met ja, zo oud. Okay. Ja. Okay. Wat bracht je auch die, wenn ja fangst du das einmal uit, dat du de Stunde da ist, dat du, wie wirst du beschrieben haben, warm oder eingeschlupen oder? Ich würde einfach so sagen, ich praktiziere nicht im Glauben, was ich will haben, ich praktiziere nicht, was, und auch wenn ich die Gott denke, ich fühle das nicht, dass das wirklich ein Leben jetzt Erlebnis oder ein Leben ja war ich mit Jesus wir. Was ich einfach mal zu dem Step komme, wo ich Gott seine Stimme hielt und einfach, was mir eben mal sieht, ich will ein persönliches Verhältnis mit dir haben. Ich will ein Verhältnis mit dir haben, wo das kann, was sein, was persönlich zwischen mir und Gott stund. Das heißt, hier ist Gott. Erklär uns das mal bitte. Für manche war das vielleicht ein fremdes Konzept, die sagen, ich weiß nicht, dass ich jemals Gott gehört habe. Welche ist der Gott? Das erste Mal, als ich seine Stimme hier, da kann ich, das wäre nicht eine, sozusagen, hierbare Stimme, wo ich vernehme, der sehr stark intern, ich vernehme der als
als einfach sagt, das gibt ein Talent für alles, ja. Das wäre meine erste Begebenheit, wo ich das mal hier intern sozusagen zu mir sage. Als ich das zum zweiten Mal hier, das empfange ich als eine ganz hörbare Stimme. Kann das nach Kreit, weiter nach Kreit, wo ich auf Arbeit wir dann sehr einfach zu mir, go to an encounter damals, so ist wieder nacheinander. Von der schon nach, wo wieder sei, go to an set-free retreat. So ist hier das, du von der schon nach, wo der Hand. Okay. Erklär uns mal mit das set-free retreat, also das heißt, hier ist diese Stimme, wo die sehen, das ist du und da steht gehen. Erklären Sie schon mal, was wird das und was passiert da? Ja, das set-free retreat ist ein Retreat, was wir von uns gehört haben, dass wir damals haben ein Weg nehmen, nicht bei uns gehört ist, dass wir sozusagen ein Seminar steht, wo einmal so ein Seminar gegeben wird. Du kannst, Jerry, du bist vielleicht auch gewesen, mal bei Panama. Und das ist ein Seminar, wo man die Prinzipien, die basischen Prinzipien von der Bibel applied, also anwendet. Man kann sagen, bekannt sind der eine dem anderen, dass die keine befreit worden, dass die keine geheilt worden. Das ist ein basisches Prinzip von Christ, was man eigentlich, wo man anfängt, ja. Und wo man anfängt, einen Weg zu haben mit, einen Gang zu haben mit Jesus sozusagen. Und du fährst dann an, ich bekenne meine Sünde zu Menschen, was ich überhaupt nicht kann. Und was man bekennen kann, ist von alles. Man kann bekennen, man soll alles in dem Shop mitnehmen, sozusagen. Und das ist was ich tue. Ich reime meine Sachen einfach mal in dem Shop raus. Ich sehe zu meine Partner steuern, wie wir eine Gruppe eingeteilt. Und wir einfach und sehr einfach mir ganz up. Ich kann die einander nicht. Und du fandest das viel leichter, das zu tun. Aber das leichter, die Fahrer beim Unterschied oder nicht kannst, als du immer die kannst. Wirklich ja, das persönlich wäre. Der DJ würde mir das vielleicht auch nicht unbedingt schwierig sein, aber wenn es wir auch gute Freunde für Jahre sind. Aber das wird für mich leichter dann, ja. Ich denke einfach, nur dass es steht und seht, ich kann meine Sünde von was immer mir befallen in der Heilige Geist mir weiß in dem Moment. Und das wird eine wunderschöne Zeit. Und das ist nicht bloß die schöne Zeit, zu bekennen ist für schwer. Aber wenn man das bekannt hat, wie viel leichter man sich sperrt hat. Ja, was produziert das dann in deinem Leben nachher? Was hat das für Notfall? Also diese Zeit einfach das Weg zu nehmen, in deine Sünde zu bekennen, die aufmerken für andere Menschen. Was produziert das in deinem Leben? Oh, das sperrt sich das, wenn man mal ein 80 Kilo verliert hat. Nicht bloß in seinem Körper, sondern in seinem geistlichen Leben. Das sperrt sich einfach das, wenn man viele Sachen kann handeln, was man über Jahre und Jahre mitgebracht hat. Und wenn man erst zu viel mitträgt, dann fängt der Last einem zu schwer zu werden. Und dann praktiziert wie kriegt dort, was Jesus uns sagt. Bringt ihnen Last in mich und ich will ihnen Frieden geben. Und dem Frieden später kriegt, was das mir hilft. Ich hatte viele Nachten, wo mir das schwer wird, zu schlucken, bloß einfach, jetzt zu viele Sachen gedacht und zu viel meine Vergangenheit geklaut. Aber ganz besonders einen internen Frieden. Ein interner Frieden kann das Gott geben. Und das was ich von dann habe mitgekriegt, dem sperre ich noch einmal. Und das gibt mir Frieden wieder zu merken, andere zu encouragen. Oder mit zu merken, applaudit. Ja. du warst dann mit wie im Norden dann klappt das mit dem Englisch. Ja. Wie wichtig das ist, ja, den Frieden ans Leben zu haben. Das Leben ohne Frieden, das geht nicht scheinbar. Und also du sagst hier, du behauptest, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, das bringt Frieden ans Leben an.
ist nicht über, also, man musste zu dir präsent sein, oder sagen, aber das ist, ich will nicht bis meine Sünde terrorieren, für mich haben, weil es Mario dann an der Ola begossen. Das ist eine sehr gute Frage und ein sehr guter Hinweis. Ich glaube, wir sollen immer uns eine Person sehen, die wir vertrauen können. Ich glaube, unsere Pastors, unsere Prediger, sagst du, Jerry, du bist für mich eine Vertrauensperson gewesen. Und so Menschen haben viel an unsere Gesellschaft, alle Wege. Und wenn wir unsere Sünde zu wem bekennen, und die da begostreicht, dann bist du deine Sünde los. Das ist dann nicht mehr meine Sünde, was ich noch drehe, sondern du bringst sie wieder zu einem anderen Mensch. Das ist dann... Beter dat begossen Ramadan als dat ik niemand de rampfase bracht. Ganz genau. Wat andere Menschen met die garbage stehen, dat is je dan niet meer die Problem sei es. Das ist ein interessanter Weg daran zu sein, aber das ist eben, für viele ist es sehr schwer, ja, sich aufzumerken und über Tumm Teré, wir schämen uns dann und wir sind eben ein bisschen gelehrt worden, dass wir probieren ein bisschen zu verstehen, ja, wie das verstehen und so wie mit Peter angesehen und so wieder in die Gesellschaft. Ich glaube, du hast recht, und ich glaube, dass wir sein zu brechen. Personen in ons leven te zetten waar we ons gaan uitscheiden. Einfach uitscheiden, mal Sünde bekennen und dat we kunnen vrije worden doorgaan. We kunnen hier eenmaal van een korte pauze, en dan willen we van onderwijs hier wat, we gaan dan ook im Dienst in die Gemeinde en zo wieder, nennen Rübt haben, nennen Kroken haben, und wir haben die Brücke dort als Gericht dabei, wir gehen eenmaal van een korte pauze, zijn goed, wat we hier Tumm Teré maken. Encontrás motos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más. Más de 120 sucursales en todo el país. Visítanos o llamanos al 021-288-3000. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Jo, hier zijn we twee, Tumm Teré en Mate, een virtuele run van de Amarandeis. En hartje aan zien een interessante Zeugnis hier aan. Ja, we hier wieder gewonnen. Ich habe mir gedacht, wenn du ein Haushaltsgerät brauchst, wo du Geld funktioniert hat und lang hält wird, dann hat Beko die Antwort für dich. Beko die wandt von der höchsten, besten Technologie in alle ihre Haushaltsgeräte an und Beko das fängst du die Inverfin. Andres, du hast uns ein bisschen vertellt, was die auf diesen Stich gebracht haben, was die auf diesen Weg gebracht haben. Und interessant wird mir, dass ein von diesen Hauptpunkten, was du erwähnt hast, ist, dass als du bei dem Punkt hast, wo du deine Sünde bekennen hast, en die moeten we alle op das schleiden. En ik glaube, dat is een Lebensstil, ja, wo wir leren moeten. Nicht bis einmal, sondern dass wir immer weiter unsere Sünde bekennen, und wir das die helfen hat zu waschen. Und eventuell hast du dich auch ziemlich in die Gemeinde beschäftigt. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir mal mit der Übersetzung der ganzen Nennpreite heute, ja. Und du bist aber sehr begeistert mit der Sache dabei. Vertell uns mal, was die in die dazu gebracht, so aktiv zu worden in die Gemeinde, dass du von der Schlag passt. Ja, weil man sagen, weil wir mal durch den Anfang merken, wo ich anfange, und ich heute mitzuarbeiten. Nachdem, dass ich mich, das wie gerade soll von reden, dass ich mich frisch abgemerkt habe, dass ich meine Sünde bekannt habe, ist es wichtig, dass man noch kurz dem nächsten Punkt sagt, was soll man tun, wenn man seine Sünde bekannt. Die Bibel lehrt uns, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, ans Haus von reden fähig und dort nicht frisch fallen, dann kommen wir bloß mehr bei den Gästen und wohnen durch, wenn sie das Haus ladig und fan abgeräumt finden, ja. Und dort wir futz der nächste Step, was ich noch im futz der nächste Weg nehme, dann fuhr ich dann den frischen Retreat, was heute Empower Ministries Retreat, wo man Menschen sozusagen sich vom Heiligen Geist fallen zu lassen und einfach dem Step wieder zu merken, auch das Evangelium wiederzubringen.
wo wir alle abgereibt sind, was uns das Buch von Matthäus sagt in den letzten paar Kapitels. Und du fängst mit der Freude an anzukommen und ich heute mit zu arbeiten. Einfach, der Herr Jesus weiß mir ganz genau, hat die mehr Sprache gegeben als bloß Plattdeutsch, was du reden kannst, und ich heute zu deinen. Und du sagst einmal, Jerry, wenn du das damals getan hast, du fängst die ganze Übersetzung mal in verschiedene Sprachen an sich heute an, mit Spanisch, und dann ging das wieder auch Russisch an, auch Jüdisch an. Und das ist dann immer eigentlich, nee, dort nicht, aber du fängst das jetzt mal das Ganze an. Ja, wie sagt das dann? Ja, und das wird mir sehr interessant. Und wenn ich wüsste, dass du 3 Tage warst in Paraguay, ich voll dem Raub damals Fuß, ich soll du antreten. Und das habe ich von dann einmal getan. Und ich sehr viel habe ich in Spanisch übersetzt, der noch einmal zweimal im Monat. Nu ist das ein bisschen anders in dieser Situation, wo wir nicht ganz gerne nicht heute versammeln. Wir gravieren die spanische Botschaft, die Übersetzung dann tschüss und schicken die nach sich heute und die eventuell Sachen, die im Internet an, dass jeder hier kommt. Und das ist das, was er geht. So, ja, Ab dem wat het dan nu doen, de predigt gaat live nu online, ja. En je was altijd die dan voert en dat wordt dan nachher im Internet zur Verfügung gestellt, okay. Ja, und das ist ja seht, wir haben die Übersetzungen von Englisch nach Spanisch, nach Russisch, nach Jüdisch und Plattdeutsch und ein einzige spezielle Sender auch sogar in Französisch. Ah ja, en dat wordt alles über Kopfhörer doen, ja? Ja, weil das funktioniert ist einfach, wir haben hier ans Auditorium, da haben wir einfach eine kleine Stufe, wo für jeder Sprach separat eine Stufe ist und du wurde die Übersetzung dann simultaneous gemacht. Und wie wichtig denkst du erst, dass wir als Christen uns auch verweigern, dass wir uns auch in der Zeit einfach aktiv machen, dass wir nicht bloß auf dem Stell sitzen, in Terror gesetzt sein. Ich meine, wir haben dann noch Wirken, wie sei dann, finanziell mehr Stadt, oder das ist doch auch eine Halt, nicht? Ja, ganz bestimmt, das ist eine große Hilfe, aber wenn ich das einmal empfangen habe, ich habe mir sehr viel die Frage gestellt, was ist meine Kirche und wer geht erst meine Kirche? Als meine Kirche, oder kann meine Kirche mal so gut sein, als ich sie als Glied, oder kann meine Kirche mal so stolz sein, als ich an mein Wandel an die Kirche sehe? Oder wie funktioniert meine Kirche? Du weißt, als für mich immer wichtig war, ein aktives Glied an meine Kirche zu sein. Ein aktives Glied zu sein, an dem ich finanziell gebe, an dem ich deine, wo ich kann, und andere Menschen zu helfen in ihrem Wandel mit Gott, kriegt in dieser Situation. Okay. Also es ist wichtig, dass wir einfach solche Wort haben vergeben, wie probieren uns mal, wer kann ein Mensch gut finden, wo sie geht, und wer weiß ich, was Gott von mir macht haben, aber was für eine Wahrheit ich sollen die Menschen bedeutet sein. In erster Stelle ist es sehr wichtig, dass wir alle einen Raum haben, an die Kirche mitzumachen. Nicht bloß an die Kirche, aber auch die große Botschaft wiederzubringen in die Welt, was Jesus uns im Auftrag gegeben hat. Und da finden wir all an die Gebote, an die 10 Gebote finden wir all. Das sagt uns an die 10 Gebote all ganz am Anfang von der Bibel, wenn wir die studieren, was das sagt. Liebe Gott und liebe Menschen. Das sind 2 Gebote, was die ganz wichtigsten Gebote sind. Und das habe ich in der Kirche sehr, sehr viel anwenden. Und das sind Sachen, die jeder kann tun. Das kann ich bloß ich tun, das kann ich bloß ein Prediger tun, sondern das kann jeder tun. Und das ist ein Auftrag, was jedem in der Kirche gegeben ist.
Also du meinst dort erst auch einen Weg, wie unsere Leute an die Gemeinde wiesen können, den da wieder abhängig wird, eine Weg deine denn? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt ist das nicht bloß eine Sache, wo du kannst körperlich was tun, aber jeder kann und ich höre was tun, jeder kann einen Mensch freundlich begrüßen oder anladen oder ein mitmerkendes Wort hier vergebrachten Mensch plus ein Wort oder eine freundliche Begrüßung oder der braucht bloß einfach eine Handweisung. Ich lade die an, bei mir zu sagen von der, weil wir mal Tipp singen, oder weil wir mal Tipp Gott anbeten, weil wir mal einfach Menschen mitmerken. Diese Weg. Das ist ein Prinzip, sondern er steht eins, wem was schlecht ist noch zu reden. Oder ein Mensch zu sagen, du bist mir dit und dort alles schuldig. Ja, weil wir Menschen mitmerken. Ganz besonders in der Situation, wo wir nu sind, ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja, aan een gemeente eens voor te doen, anders moet dat nu een officiële dienst zijn, wat ik ze noemen dat heb je ook op een onofficiële weg doen in de gemeente. Ik wil zeggen, een officiële dienst is nog schwächer als een onofficiële. En omgedraaid ook niet. De diensten wat heen gardinen oder heen verslotene deur passeren, zijn kruidse wichtig, wanneer ik doe een babyhuil en dat einfach tevreden huil en dat stilhuil, während de ouderen dem Gottesdienst kunnen metmerken en beobachten, oder wanneer ik met een discapaciteerde kind speel voor die tijd, dat de ouderen einfach mal een plaats vinden kunnen, wo ze kunnen ruhig zijn en zich een boodschap onthouden. Es krijgt ze wichtig, glaube ich, von diesem Standpunkt als für die, was op ihrer Konsul steht. Ganz verstanden, dass ihr das dann nu, mit unserer ganzen Quarantäne in diesem Moment ist ja alles ein bisschen anders. Aber wie hoop je sehr schlecht, dass das eins von euch war, drei wird, und dort. Aber ich glaube, auch wenn wir nun nicht uns keine Gräbteversammlungen treffen, ich glaube, wir haben unser Abruf ganz besonders in diesem Bereich von unoffiziellen Diensten. Ja, also, die offizielle Dienste, die haben wir in unserem normalen Gottesdienst und Wegegänge, was wir nun nicht gerne haben, aber diese unoffiziellen Dienste von Menschen einfach einen Anruf geben, den Gottes sehen, Menschen sagen, du, ich bete für die, wo kann ich für die beten? Wie geht die dort? Ja, wo kann ich die helfen? Ich weiß vielleicht von einer Person an, die fehlt ein bisschen Halt hier, ein bisschen Halt da, einfach abzudecken und den zu unterhalten. Das ist unser Abruf als Christ. Wir gehen hier einmal für eine kurze Pause und dann haben wir ein ganz interessantes Zeugnis aus der Verteilung von einer Missionsreise, was ich für Karten gemerkt habe, nur Mexiko. Also das stammt aus Mexiko, ja, Andres? Ja. Okay, da habe ich nicht Fehler und ich, also ich war das von dieser Missionsreise nur Mexiko verteilen, lief dabei, wir sind für 2 oder 3 hier zum Teré machen. Hallo, dus zijn we weer af. Dus rond Tumm Teré maten en langsam komt dat heel waar aan mijn einde. Ik denk die veert allemaal zo voor zich. Ik mocht ons nog hier in de Zeugnis aan hier aanreis van die missionsreis. Vertel ons nu mal wat weer het voor een reis en wat heeft u dan gegeven? So, ja, das wäre eine ganz interessante Sache. Ich sehe mal so, ob Gott sein Wort zu hören und wenn eine Sache, wenn ich eine Entscheidung treffe, versuche ich immer durch und zu denken, ist das Gott sein Willen, ist das Gott sein Weg. Aus dieser ganzen Missionsreise, als davon geredet wird, dass wir von meiner Gruppe, von unserer Kirche, einfach wohl eine Missionsreise nach Mexiko merken, uns das übernehmen, ein Büt zu erweitern, also zu sagen, zu einzumerken. Und ich habe von einer Prediger, von Predigers, die nach unserer Kirche gekommen sind, sperre ich einfach, ich soll mich dort anmelden. Ich verschaffe das, war auf eine Karte Zeit, wenn ich versuche immer durch Notar, dass das Gott sein Willen, Gott sein Weg. Und wenn die ganze Zeit, wo ich mich nicht angemeldet habe, sperre ich so ein Anfried durch etwas zu sagen. Und so ist das bei mir meist immer, und das soll für mich all
ein Licht oder ein Punkt, was mir sagt, du sollst die du anmelden. Wenn ich nicht spüre, dass das dann sozusagen mir die Handschrift oder Lehrer aufsteht, dann würde ich das nicht getan haben. Aber wenn es das eine Attraktion wäre, nicht bloß, weil das muss ich sagen, nicht bloß im Winter hier von Kanada wegzufahren, das ist immer eine gute Sache. Aber eine Attraktion wäre für mich einfach bloß, wenn es ich lebe Mission zu tun und einfach mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen taub zu sein. Mal ich mich dort an und so früh, als ich dort hatte, wenn das nu auch finanziell was kostet hat, aber später ich kurz im Frieden, Gott wird dafür sorgen, Gott wird die Möglichkeiten dafür verschaffen und er wird mir auch die finanzielle Lehre geben, das zu tun. Und krijgt ze weer ook. Ik maal me aan en hij geeft me vrede over en ze al die tijd wat we brukten om zo te merken, dat speelt ze alles nu, ja, nu zie ik du ganz met banen, nu zie ik du met verwikkeld en nu je het les. En ik speel einfach geen druk meer. Ik speel geen druk meer. Heute drehe ich da nicht, habe ich mich so anmelden oder nicht. Die Druck und die Sachen wir alle weg. Und ich spiele bloß den Frieden, den internen Frieden. So, und das sieht mich für das erste Entscheidung, die ich gemerkt habe. Und ich danke Gott dafür. Ich versuche immer daran zu denken, wem gebe ich die Ehe für meinen internen Frieden? Dem kann ich bis Gott geben, wenn es bloß heute ihm geben kann. Ja. Ja, das ist richtig. Oder wenn ich uns Geld und unsere Zeit in Sachen verschwende, wo nicht von Gott komme, ja, oder wir blessing unseren Ihnen. Ich habe nicht jeden und eine Ferien zu haben oder so wieder. Aber ich glaube, das Punkt ist sehr wichtig, dass wir immer weiter die Sachen gebeten nehmen, dann seine Gott erst das nicht dran, ja, oder wo erst nicht dran, ja, wo kann ich geben, wo kann ich helfen, wo kann ich Menschen sehen. En waar we hard gedaan, hier gedaan, diesen Frieden finden, dann je dat man ihm auch Schein zu geben, ja, dann je dat auch Schein in luisteren lassen. En was ist wichtig, dass wir den Frieden finden. Was du sagst, ist also das Ziel, wie du ein Bü zu vollbringen, also als dort wieder für eine Church, oder was für ein Bü setzt du wieder? Dat wir een buur voor een Church, dat wir einfach noch een Been en so Kleinigkeiten eine Church nannte Buur wieder en ook de Church eruit te merken voor dat ganze Programm wat wir hier ran an ja Church Renewal, wo man einfach andere Predigers leren dat en andere Predigers dat de basische Prinzipien van de Bibel war halt anzuwenden. En Jerry, du bist ook en die groep verwikkeld. En ik geloof dat zeer wichtig dat thema en die missie kan weer gedaan worden. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr über vertellen. Was ist Church Renewal eigentlich? Ich lasse dir das mal erklären. Man sagt immer, das ist, du hast auch mit dir Arbeit. Vertell uns mal, was ist Church Renewal und we können das andere Pastoren, auch sogar unsere Pastoren, unsere Gesellschaft, ja, die erst Church Renewal, als die aufbauen, für alle Pastoren, was erst von Diensten, wir können unsere Pastoren helfen. Ja, Church Renewal ist eine Sache, was unsere Kirche nicht bloß aus einem Programm, sondern das ist einfach sozusagen eine Unterstützung, was eine Vision von unserem Gemeindeleiter, was damals Gemeindeleiter war. Er hat sich nu ganz dedikiert naar dat Church Renewal. En dat is wat hij nu deed. Hij onderricht andere pastors en dat met andere pastors bekijkt gewend zijn de grondleggende principes van de Bijbel en welke we in ons leven implementeren. Zoals ik eerst al zei, eind is met het Set Free Retreat, eind is met de predikers en de ganze gemeente met te helpen om geloven te wassen. En wat zijn de principes, de nächste stap wat we merken kunnen. En einfach die principes wat de Bijbel ons leren dat nog gaan kennen. Eine Sache ist,
danach, was hij doet, als de werkelijk, jeder Weg, de pastors ook online te inrichten, van dat materiaal wat hij ontwikkeld heeft, over deze principe. Ik glaube, das ist ein der meisten, ein von der grootste Werkzeuge, die Church in arbeitet. Einfach diese wirkliche Begleitung von der Pastoren, für mich ist das sehr, sehr wichtig gewesen. Ich habe auch andere Pastoren mit unsere Begleitung brauchen. Erstens mal, dass wir Begleitung haben. Ja. Ich glaube, jeder Pastor, jeder Leiter soll Begleitung haben. Wir sind sehr leicht egoistisch und jeder einer, weil sie in einen Stich gehen, wir brauchen für sein Leben, als hulpbeduider te zijn. Dat brukte wij niet zijn, niet dat die langer eenmaal de kleedje zijn als we. We brukten dus personen als we wat die we terug kunnen kunnen, wat als ook redirectioneren kunnen helpen manchmal. Ja. Wat hast du durch diese Missionsreis daarin geleerd? We zijn gewoon betreut op deze Missionsreis. Wat hast du geleerd durch die tijd? En de missionsreis, wat we deden, jeder Sommer traf we ons typ als ganze groep, we 21 mannen, we trafen ons typ de morgen aandacht te merken en de dagen aan te vangen en einfach dat Gott te evalueren. Fangt de dagen aan met die gedanken, met die handel, de Gott te evalueren en van de lijntje te laten. Dat geeft ons allemaal vrede. Uns einander zu erstatten, nicht unbedingt die Fehler an anderen zu sein und wieder an einem Nennrande wirken, sondern dort zu sein, was ist uns Ziel hier, was wollen wir tun für diese Menschen. Und dadurch gibt uns das viele Gelegenheiten, wie sie dort nach Evangelisation, das Evangelium wiederzugeben. Ich kann von einem ganz besondere Erlebnis vertellen von einem Mensch, der de Iris nennt würde. Hij woonde een paar blocks af en wir niemals die heute gekommen. Sondern, wir gehen hier einmal von der Karte Pause, na ich dort Zeugnis hier, also blieb dabei. Wir sind meistens war das hier Tumm Teré und Martin nachher ganz das Zeugnis an, was alles hier zu vertellen haben. We zijn terug Tumm Teré en nu zijn we hier bij de laatste ronde aangekomen. Andres, trots eure Pause fangst du an eine Geschichte vertellen von was passiert ist, während ihr auf diese Missionsreise wird. Vertell uns nochmal, was passiert mit dem? Ja, wat ik krijg om te vertellen, we arbeiden in de kerk en we reden over, we hadden nog met extra geld, we worden ik hoor nog een zeeën met nog air conditionado en een building. Dat is wat we dan deden. We kochten die en vangen een mens wat installeren kan. En deze man zegt, hij had al van alles door gebed verarbeitet. Op zwaar ook niet unbedingt een Christ wie en einfach niet zette zij zijn aanzicht niet unbedingt een Christ. Hij zegt bloß, hij weet van de Bijbel, maar ik weet niet waarom ik wat te kerk kon en zo wat. Dan reden we door en ik zet hem gisteren te kerk. Waar zit het dan met die? Dan zeg ik hem, du hast nu de gelegenheid hier die voor een paar maanden geld te verdienen, zette zij is die leven te merken, ja? En ik zei, dat wat du voor je bed hast, dat heeft God die in diesem Moment beantwoord. En ik zei, dat we een guter sehen für Armen, seine Familie und auch für diese Kirche ganz besonders. Wenn's hij sieht mir auch den Preis, was hij coveriert hat für die Eides installieren, dass wir können in sehr leeren Preis für, können wir uns nicht mal verstellen in unsere Situation, auch vielleicht jeder nicht mal. Aber nur den Punkt 3, ich leute am Ende Kirche und hij verspricht mir dann, ich war hier von nu wieder keinen Sinn nach meiner Fehler. Ich habe noch nicht mit dem Pastor geredet, von dann wieder über dort Thema gekriegt, aber er freut sich sehr, dass man am Anleut die Kirche dem nächsten Abend haben wir eine Versammlung durch und haben wir durch, dass wir
bloß ein Beweis, dass er meint, dass er das braucht. Und ich bete für ihn und wünsche ihm Gott sein Segen und auch, dass er dort versprechen, was er gemerkt hat, kann anhalten und einfach am Glauben an diese Gemeinschaft wasen. Wow, und wenn man dort der einzige Mensch ist, was sich dadurch respektiert hat, dann hat sich die ganze Reise gelernt, ja. Ja. Als, im Himmel sagt Gott erst, dass du was gefeiert, wenn sich einer, wenn sich ein Sünder andreht, der sich bekehrt, der Jesus Christus findet. Und so. Andres, hast du noch unsere Titel ranchen, so mehr ist gerade auch vorbei, hast du noch irgendwo, die noch auf dem Hort hast von unseren Titel, die von der auch mit machst? Ik wil bloß noch zum Schluss sagen, weil wir sind alle in einer schweren Situation nu, auch nicht bloß hier, auch wie hier mit dieser ganzen Quarantäne, was wir nu haben. Aber ich denke an, was Paulus an Philippa vorher sagt. Er sagt, sieht Frau, sieht immer Frau. Und er sagt, ich habe geleerd tevreden zu sein. Ich habe geleerd tevreden zu sein in alle Situationen. Auch wenn ich am Gefängnis zie, wanneer ik op een schip weer een Schiffbruch had, wanneer ik am Gefängnis weer en gepriegelt word. Ik heb geleerd om met tevreden te zijn, wanneer ik veel had en wanneer ik weinig had. Ik heb geleerd om met te leven en dat helpt me aan alles. En ik ben stolz voor allem van jou. En besonders in deze situatie waar we nu zijn, mijn boodschap dat we zijn, leert tevreden te zijn. Een tevreden mens heeft een tevreden hart en heeft een tevreden gedächtnis. En dat is hoe ik me iedere dag aan arbeid. Dat lijkt lang niet helemaal. Ik zie ook niet helemaal tevreden, maar doe het wat ik me aan arbeid. Ik glaube, eine Sache, wo wir uns auch immer weiter an erinnern, ja. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, nu in diesem Moment gerade, dass die sagst, die Situation, wo wir durchgehen, der ist sehr, man sagt, sehr unstabil, unsere ganze Ökonomie, wie weit die nicht, wo der ganze nicht hingehen. Und wie weit das nu auch viele haben ihre Geschäfte verloren, viele haben ihre Arbeit verloren. Und wahrscheinlich wird die Situation noch nicht viel besser nicht werden über die nächste Zeit. Und das ist ein Titel, wo wir uns wirklich daran erinnern, dass diese irdische Güter sind nicht dort, was uns radet, die sind nicht dort, was uns so diese reiche Frieden, diesen reichen Frieden geben. Ja. Also, was ich von der auch gelehrt habe, ist, dass der reiche Frieden, der kommt in dem, dass wir auf Jesus Christus hören und darauf reagieren, dass wir gehorsam sind auf Jesus, dass wir aus seiner Schuhe, an seine Stamm hören und am Frieden. Ja. Und das ist das Stamm, Andres, wo wir kennen das dort Typfoto? Oh ja, dat geeft geen anderen weg als dem, wat Jezus aan zijn wezen heeft. En dat gaan we bloos ook nog confirmeren wat we hier in deze situatie nu krijgen te erleben en leven. Het is einfach bloos leeft in vrede. En je staat een anderen, merkt een anderen uit en leert u aan te leven, praktiseert dat vrij te zijn en mutig te zijn. Dat is in de wil van God. Ja, en de reiche vrede die komt in hem Heilignis, die komt in een derg God zijn in wo in ons leven. Dus laten we het ja schijnen dat u ook deze tijd hier kunt met ons tijd verbrengen. En ik moet die ook waarlijk merken. Maar anderes Tipp van der, seht Gott zijn stem in die leven. Seht het hier, seht het woord te nemen, neem die tijd im gebed, neem die tijd im Bibel lezen. En wat allemaal hij die zei, zie je gehoorzaam erop. Een andere punt wat anders ik ook ganz am Anfang gesehen, wat hem ze sehr viel geholpen had, wie dat hij, als hij mal bij den Punkt gekommen wird, seine Sünde zu bezahlen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele von uns meist nicht eher glauben. Oder dann wird es ein seine ältere Beste, wo das Sprache das ziemlich glatt ist, dann weil das nicht so richtig gripen ist. Ne? Und es ist wichtig, dass wir das lernen. Wichtig, dass wir Personen in das Leben finden, wo wir Vertrauen haben, mit denen wir keine mitteilen. Das ist eine Sache, was mir persönlich wirklich viel gestört hat. Ich habe persönlich mein Leben, wo ich immer weiter von reden und vertellen und meine Sünde mitteilen. Ja, ich habe auch Sünde. Und ich weiß, dass du auch Sünde hast.
wird Gott sagt, dass wenn du irgendwas versagt, dass du nicht Sünde hast, dann hat der Gott nicht gekannt, nicht. Dann der irrt sich, der hat da nicht die Wahrheit an sich. Ist Johannes, ist Johannes 1, redet du dir. Und so, liebe Brüder, liebe Schwestern, es zieht dir wie ein Tischstuhl, ich sehe eine Sünde. Ich mag meine Sünde bekennen, omdat ich kann geholfen werden. Und so, weil wir das nicht vergessen, nicht. Ich möchte noch mit die Typ beten, zum Abschluss hier, und Jesus anladen, dass er wirklich Antwort ganz für sich nehmen wird. Wenn du noch nicht eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, dann ist von der heutigen Tag von der Rede. Wach nicht mit Mario. Sei nicht, ich will mir das nochmal überlegen. Du hast dein Leben lang einmal überlegt. Nimm einfach die Entscheidung, von der weit gehorsam sein auf Jesus Christus. Sag Ludi an, das Gebet mit mir zu sprechen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich und Christus gestorben bist. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich bete, dass du mir vergeben hast. Ich bete, dass du mir reinwaschen hast von all meinen Sünden. Und Herr, set du mich frei von dieser Kette von Feind. Set du mich frei von allen Sünden. Und halte mich, dien deiner zu sein und dien deiner zu werden in allem, was ich sehe. In Jesus' Namen. Amen. So, wir sind hier dann nu ganz bei dem Ende von unserer Zeit. Dankeschön. Teilt ihr natürlich du bist, wenn du irgendwelche Kommentare hast, wie hier amanieren von dir. Leider habe ich noch nicht eine Fernummer für das Programm Tumm Teré Mate, aber du kannst uns auf Facebook finden. Entweder bei RCC einfach anschreiben. Da seht ihr mich auf Facebook. Meine Nummer, du wirst auf Facebook nennen, Jerry, aber du wirst wieder finden. Würde hier von die hier, so was du denkst über das Programm von Tumm Teré Mate, vielleicht hast du auch irgendein Vorschlag, was du denkst, du kannst mal ein bisschen nachsagen. Hoffentlich sogar weil wir auf demnächst bei der 3 im Studium sind. Und du hast das alle Tipp ein bisschen gemütlicher, ob so das große Fertig, was wir haben, das ist das virtuell zu tun, dann können wir uns mit so einem Menschen aus anderes von der anderen Ende von der Welt treffen. Ja, das heißt, wir dann noch mal einen langen Flug hier haben möchten, dann würde vielleicht ein bisschen Zweifel haben, dass kommen würde oder nicht. Aber das war ich dann Zweifel noch alle 100 Menschen brauchen. Das ist hier die Scheine davon und das will ich dann nicht dazu. Aber bitte gefahren hier bei RCC und für das Programm auf Tumm Teré Mate, die Bäder sind immer sehr willkommen und sehr gewünscht. Andres, danke schön auch für deine Zeit. Es scheint, dass du dabei bist mit uns. Ich wünsche dir wieder Gottes Segen und viel Möten Kraft. Es dürfte noch einmal unsere Tätigkeit ja schon nach vorschreiten und dann schließe ich auf. Ja, ich wünsche Ihnen alle Möten auch in dieser Situation. Das ist nicht eine einfache Situation, aber ich wünsche Ihnen alle Gottes Segen. Ich wünsche Ihnen, dass ich dem Möten die Friede finden, was Jesus hilft und was Blessheit geben kann. Amen. So ist es. So Gott will, sehen wir uns wieder nächste Woche Dienstag, 6:30 am Morgen hier bei RCC Tumm Teré Mate. Gott sei Dank. Este programa fue presentado por Inverfin.